Es gibt mindestens 3 gute Gründe, Gebäudemodelle auf der Modellbahn farblich nachzubehandeln. Einerseits haben die Bausätze der Hersteller leider teilweise eine sehr unnatürliche, man mag schon sagen kitschige Farbgebung, die man gut nach seinen eigenen Vorstellungen umgestalten kann. Oder ich würde fast schon eher sagen, umfarben muss. Zweitens wird man nicht umhin können, zu Farbe und Pinsel zu greifen, wenn man die Bausätze umbaut. Das zeige ich kurz anhand eines Bausatzes, den ich gekitbasht, also anders zusammengebaut habe als vom Hersteller vorgesehen. Aber auch bei kleineren Änderungen, wie dem Verspachteln von Formfedern des Plastikspritzgusses, tut ein Anmalen Not. Nicht zuletzt beseitigt ein wenig Patinierung den unnatürlichen Plastikglanz auf den Gebäudemodellen. Dass man dabei mit sehr einfachen Mitteln bereits schöne Ergebnisse erzielen kann, sehen wir uns im dritten Abschnitt an. Ein Paradebeispiel für einen ansonsten wunderschönen Gebäudebausatz, der von der Farbgebung, eher gewöhnungsbedürftig daherkommt, ist die Kipri Brauerei. Aus diesem lässt sich, samt diversen Erweiterungsgebäuden, ein interessanter Industriekomplex darstellen. Allerdings wirken die Farben bei genauerer Betrachtung sehr plastikhaft und unnatürlich. Deshalb habe ich die grellgelben Elemente der Fassade satt mit brauner Acrylfarbe eingepinselt und diese gleich wieder mit einem Küchentuch abgewischt, sodass vor allem die Fugen braun bleiben. Aber auch die restlichen Flächen haben einen braunen Schleier erhalten und wirken sehr viel authentischer. Allein mit diesem einen Arbeitsschritt haben wir, nach meinem Empfinden, das gesamte Modell deutlich aufgewertet und farblich sehr viel glaubhafter gestaltet. Fast hätte ich es einfach damit belassen, so gut hat mir das Ergebnis bereits gefallen. Dann habe ich mich jedoch noch durchgerungen, auch die ziegelrot abgesetzten Elemente der Fassade ebenfalls umzuarbeiten. Dieses Mal mit einer beigen Acrylfarbe, wobei der Ablauf identisch war. Satt Farbe auftragen und gleich wieder mit einem Zewa-Tuch abwischen. Fertig. Wie ich finde, wirkt das Gebäudeensemble nun sehr viel stimmiger und sieht eher nach einer belebten Fabrik aus als vorher. Möchte man den Kipri-Bausatz auch noch beleuchten, sollte man sämtliche Wandflächen von innen deckend schwarz anmalen, da Kipri leider keine Kartonmasken mitliefert und ansonsten nachts das Licht störend durch das Mauerwerk schimmert. Auch Anbauteile, wie zum Beispiel Fenster und Türen, habe ich leicht braun eingesaut. Aber das ist wahrscheinlich eher nicht notwendig und sicher Geschmackssache, ob man das so haben möchte. Die Dächer von Gebäudemodellen sollte man jedoch stets patinieren, da gerade auf einer Modellbahn mit dem oft erhöhten Blickwinkel gerade diese mit einem unnatürlichen Plastikglanz ins Auge stechen. Bei den Flachdächern habe ich es mir wiederum einfach gemacht und diese lediglich mit Drybrush-Technik gealtert. Sparsam graue Farbe auf einen Pinsel aufnehmen und am besagten Küchentuch fast vollständig wieder abstreifen, sodass nur ein Hauch von Farbe auf den schließlich angemalten Flächen zurückbleibt. Lediglich beim Sudhaus habe ich mir eingebildet, dass die schön gewölbte Kuppel ein oxidiertes Kupferdach mit reichlich Grünspan werden soll. Hierfür habe ich mir extra einen speziellen Kupferlack besorgt, der anschließend mit Oxidationsmittel behandelt wird, sodass sich nach wenigen Tagen tatsächlich richtiger Grünspan bildet. Wahrscheinlich könnte man sich diesen Aufwand aber auch sparen und grüne Farbe täte es auch. Um für meine Brauerei ein weiteres Gebäude und noch etwas Abwechslung das gesamte Ensemble zu bekommen, habe ich aus 2 Erweiterungsgebäuden einen großen Sozialbau geschaffen. Dafür habe ich 4 Seitenflächen passend mit einer Metallsäge gekürzt. Das ist meine Säge mit der feinsten Körnung und der saubersten und geradesten Schnittkante. Jeweils 2 Wände habe ich dann als neue verlängerte Seitenwand zusammengeklebt. Hinterklebte Kunststoffstreifen stabilisieren das Ganze und Unsauberheiten der Stoßkante habe ich mit sogenanntem Plastikputty, einem Kit speziell für Kunststoffmodellbau, verspachtelt und verschliffen. Nach einer solchen Prozedur müssen die Übergänge zwischen den einzelnen Gebäudeteilen zwingend angemalt werden, wobei ich auch das neu entstandene Sozialgebäude
genauso gefarbt habe wie die anderen Häuser der Kipri-Fabrik. Damit waren auch die Stoßkanten und die verspachtelten Stöße gut kaschiert. Ein weiterer Fall für den Einsatz des Plastikputty-Modellbauspachtels waren bei mir die relativ alten Polar-Bausätze, die mittlerweile von Faller vertrieben werden. Eigentlich sind diese bereits wunderschön koloriert und ich wollte diese gar nicht umfärben. Allerdings weist bei diesen Bausätzen jede Fassadefront, 3 kreisrunde Löcher auf, als ob sie angebohrt worden wären. Keine Ahnung, wo diese herstammen. Womöglich von der Gussform der Plastikbausätze. Mich haben diese 3 Einschusslöcher in den ansonsten großartigen Modellen jedoch massiv gestört. Darum habe ich die 3 Löcher, oder besser gesagt 3 pro Seite, also bei meinen beiden Gebäuden insgesamt 12 Stellen, verspachtelt und versucht auch bestmöglich die angrenzenden Strukturen, wie zum Beispiel den Mauersims, wiederzugeben. Schleifen habe ich mich nicht getraut, da ich ja die benachbarten Wandflächen nicht beschädigen wollte. Da mir die Farbgebung der Gebäudebausätze ansonsten bereits sehr gut gefällt, habe ich mir aus etwas weißer und anderen passenden Acrylfarben zu den bereits vorhandenen Farben halbwegs ähnliche Tönungen angemischt und damit nur den weißen Kunststoffspachtel abgedeckt. Wie ich finde, werden damit die verspachtelten Flächen sehr gut kaschiert und die Reparaturarbeiten fallen kaum noch auf. Uneingeweihten Betrachtern werden die 3 fehlenden Bohrlöcher auch nicht auffallen, aber mir schon, und mir gefallen die tollen Faller Polar-Bausätze nun noch einmal besser. Das weitaus häufigste, einfachste, aber auch notwendigste Einsatzgebiet beim Nachfarben von Gebäudemodellen ist meiner Ansicht nach das leichte Patinieren, um den Plastikglanz der Kunststoffmodelle zu überdecken. Auch dieses Mehrfamilienhaus von Auhagen finde ich grundsätzlich farblich bereits gut getroffen. Ohne Nachbehandlung wirkt es aber ebenfalls irgendwie plastikhaft und unnatürlich. Darum habe ich es mit minimalem Aufwand leicht patiniert. Mit der bereits beschriebenen Drybrush-Technik habe ich sämtliche Wandflächen mit wenig grauer Acrylfarbe minimal überstrichen. Lediglich über einigen Fenstern habe ich mit etwas mehr Farbe aufgetragen. Dann mit derselben Methode auch noch die Dachflächen patiniert. Auch hier lediglich unterhalb der Kamine so viel Farbe, dass sie deutlich auffällt. Ansonsten eher weniger Farbe, lieber zu wenig als zu viel. Alles ganz zart und ohne zu viel Farbe aufzutragen. Aber wie ich finde, wertet bereits dieser kurze einzige Arbeitsschritt, vielleicht 1 bis 2 Minuten pro Wandfläche, ein Modell enorm auf. Soweit heute zur farblichen Nachbehandlung von Gebäudebausätzen. Hoffentlich konnte ich euch die Angst nehmen, ebenfalls zum Pinsel zu greifen und eure neuwertigen Modellhäuser mit etwas Farbe einzusauen. Das wirkt aber gleich sehr viel lebendiger und natürlicher. Probiert es doch einfach einmal aus. Danke für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Falls ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbau-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch die weiteren Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.